Der Herr sei mit euch. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Wir begrüßen Sie und euch zum Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10b. Christus Jesus hat im Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Am kommenden Sonntag herzliche Einladung zum Erntedank-Gottesdienst um 10 Uhr in Schöneseifen. Entschuldigung, steht da zweimal. Am kommenden Sonntag herzliche Einladung zum Erntedankgottesdienst per YouTube, diesmal aus Schöneseifen, um 10 Uhr mit Pfarrer Joswig und zum Präsenzgottesdienst um 11 in Gemünd mit Predikantenanwärterin Ruch Bücker. Es ist nicht zwingend erforderlich, sich zum Gottesdienst anzumelden. Wer aber einen Platz sicher und auch schon ein vorgefülltes Formular vorfinden möchte, sollte das bis jeweils Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro tun. Bis zu 30 Personen finden in der Gemünder Kirche Platz. Darüber hinaus ist der Einlass zurzeit leider nicht möglich. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Während des Gottesdienstes muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Auf Gemeindegesang muss leider verzichtet werden. Mit der heutigen Kollekte, die Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen können, auch diese Daten finden Sie auf der Homepage unter unserer Gemeinde, unterstützen Sie das Fest- und Kulturjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Jahr 321 wird erstmalig eine jüdische Gemeinde nördlich der Alpen in Köln erwähnt. 1700 Jahre später soll dieser Anlass mit einem bundesweiten und konfessionsübergreifenden Fest- und Kulturjahr gefeiert werden. Auch die Kirchenkreise und Kirchengemeinden der Rheinischen Landeskirche sind eingeladen, für das Jahr 2021 Ideen und Konzepte für Veranstaltungen oder andere Aktionen zu entwickeln, um ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden und Partnereinrichtungen zu setzen. Im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für den Verein Wildwasser e.V., der Opfer sexueller Gewalt berät und unterstützt. Alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Nur noch ein kleiner technischer Hinweis. Sie können am kommenden Sonntag, wenn Sie den Erntedankgottesdienst mitfeiern möchten, ein wenig länger schlafen. Die Live-Übertragung klappt leider nicht, weil das Internet in Schöneseifen noch, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Das heißt, der Gottesdienst wird ab ca. 12 Uhr erst über YouTube zu verfolgen sein. Aber ich denke, das ist auch noch eine gute Möglichkeit. Angstmachendes, das begegnet uns in diesen Tagen, Wochen und Monaten unentwegt. Heute möchte ich mich mit Ihnen auf eine Entdeckungsreise machen, nach Geschichten, Begegnungen, nach Dingen, die uns Mut machen. Was uns Mut machen kann und will, das ist das Singen. Tiefe Atemzüge nehmen, sich einfinden in die Stimmen der anderen, einer anderen Melodie und einem Rhythmus folgen. Das macht frei und das beschwingt. Darum lasst uns miteinander singen, kommt herbei, singt dem Herrn.
was uns Mut machen kann und will? Sich einlassen auf uralte Worte, die getränkt sind mit den Erfahrungen so vieler Menschen vor und um uns. Erfahrungen von tiefer Verzweiflung und von überbordendem Jubel. Das macht uns Mut, wenn wir uns Worte leihen können, da wo uns vielleicht selbst oft genug die Worte fehlen. Darum lasst uns miteinander beten mit Worten aus dem 30. Psalm. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Herr, mein Gott, als ich schlief zu dir, da machtest du mich gesund. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Was uns Mut machen will und kann, sich vor Gott nicht verstecken und verdrehen zu müssen, sondern so sein zu dürfen, wie ich in Wahrheit bin. Und so lasst uns Gott um sein Erbarmen bitten. Wenn wir Angst haben, wenn wir der Zukunft nicht über den Weg trauen, wenn wir uns an alten Sicherheiten festkrallen, anstatt unser Leben zu riskieren und voller Liebe aufzunehmen, ohne Geist, dann zieh uns zu dir, Gott. Sieh uns an, Gott, als ob du verliebt wärest und in unseren Herzen alles schon entrümpelt wäre, alles scharf, alles geklärt. Nimm uns mit auf deinen Weg. Ach, Herr Gott, erbarme dich. Kyrie eleison. Darauf können wir vertrauen, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Darum Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß.
Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue. Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht das Ganze bewältigen muss, sondern das tun kann, was mein Teil ist. Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht allein bin und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist. Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle, sondern dass Gottes Geist mir nahe ist. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was uns Mut machen kann und will, Hörende werden. Hörende auf ein fremdes Wort, das zu uns sprechen will aus alten Zeiten und das doch immer wieder neu ist. Die Hände in den Schoß legen dürfen und einfach nur hören. So lasst uns hören auf die Worte der Lesung aus dem Buch der Klagelieder des Jeremia. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, seiner Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Denn es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich, wieder nach seiner großen Güte. Halleluja! Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. So lasst uns gemeinsam mit der Christenheit in der ganzen Welt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Was uns Mut machen kann und will. Bewegung. Aufbrechen aus der Erstarrung. Mit Miriam und vielen anderen sich anstecken lassen zum Tanzen. So lasst uns miteinander das Miriam-Lied singen. Im Lande der Knechtschaft, da lebten sie lang.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schon viele Jahre her. Mein Neffe, der inzwischen erwachsen ist und selbst Kinder hat, war etwa 4 oder 5 Jahre alt, so genau weiß ich das nicht mehr. Und er war in einer Phase seines kleinen Lebens, in der ihm vieles Angst machte. Das ist ganz normal, wenn ein Kind wächst und neue Erfahrungen macht. Ich erinnere mich aber an eine Szene bis heute, die mich tief beeindruckt hat. Wenn ich ganz doll Angst habe, so erzählte er, dann nehme ich die Angst und werfe sie aus dem Fenster. Vor seinem Fenster, muss man wissen, da stand ein Baum, der in den Kinderaugen riesig groß war. Und in dem Baum, so erzählte er weiter, da saß der liebe Gott. Und der war ein Löwe und hat die Angst aufgefangen wie einen Ball und ganz weit weggeworfen. Ich finde, das ist eine wunderbare Strategie, die der kleine Junge da entwickelt hat. Eine Mutmachstrategie. Und daran finde ich bis heute einiges bemerkenswert. Erstens, die Angst, die ist da. Die gehört zu jedem Leben dazu, zu ihrem und zu meinem. Und sie gehört dazu, wenn wir wachsen. Zweitens, der kleine Junge, er stellt sich seiner Angst, indem er sie packt und aus dem Fenster wirft. Ich deute das so. Er ließ nicht zu, dass die Angst ihn überwältigen konnte, sondern er wurde aktiv, kam in Bewegung. Und drittens, da ist dann dieses wunderbare Bild für Gott, der die Angst nimmt und sie wegwirft. Damit ist die Angst natürlich nicht endgültig weg, aber sie hat etwas von ihrem Schrecken verloren. Und viertens, dafür braucht es einen Gott, der so groß und so stark ist wie ein Löwe, damit der Junge klein bleiben und ein Junge bleiben kann und sich nicht größer machen muss, als er ist. Und dieser Gott, den der Junge uns hier vor Augen malt, der ist nicht niedlich und harmlos, wie wir ihn oft gerne hätten, sondern stark und machtvoll. Diesen Gott braucht es gegen die Angst. Unser heutiger Predigttext erzählt uns eine vergleichbare Geschichte. Im 2. Timotheusbrief wird uns erzählt, wie jemand, wahrscheinlich ein Schüler des Apostels Paulus, einem anderen Menschen mit Namen Timotheus Mut machen will. Und er schreibt: Aus diesem Grund möchte ich dich an etwas erinnern. Fach doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäm dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. Sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Auch jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt.
Und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Soweit diese Worte aus dem 2. Timotheusbrief. Timotheus, an den dieser Brief gerichtet war, er war wie gelähmt, weil er sich vor der Aufgabe fürchtete, die vor ihm stand. Und er fürchtete sich mit Recht. Aber da erinnert ihn dieser Brief an das Evangelium, das er doch kennt. Gott ist stärker. Stärker als die Angst, stärker als der Tod. Verlass dich auf seinen Geist, das bewahrt dich vor allem Bösen. Aber er begleitet dich. Mit Gottes Geist kannst du tapfer der Zukunft entgegengehen. Kraft, Liebe, Besonnenheit, die hast du schon. Vertrau darauf und verlass dich darauf. Dann musst du keine Angst haben vor großen Aufgaben. Es ist wichtig zu unterscheiden. Timotheus kriegt nicht einfach gesagt, ach, du brauchst schon keine Angst zu haben, reiß dich doch mal zusammen. Nein. Verlass dich auf Gott und seinen Geist, der beflügelt dich, der inspiriert dich, der gibt dir, was du brauchst, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Versuchen wir das einmal nachzubuchstabieren. Gottes Geist, der gibt Kraft. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, ist Dynamis. Wir kennen das. Gottes Geist, der macht dynamisch, bringt wieder in Bewegung, was vor Angst starr geworden ist. Gottes Geist bringt Bewegung ins Denken. Man kann raus aus den Befürchtungen, die einen einengen. Und die Resignation, sie kriegt einen Widerstand. Man kann neue Ideen entwickeln, wenn Gottes Geist uns beflügelt. Auf einmal sind da Chancen, die wir gar nicht gesehen haben. Man traut sich zu, mitzuarbeiten an einem neuen Weg. Einer, der das erlebt und danach gehandelt hat, war Dietrich Bonhoeffer. In seinem Tagebuch aus der Nazihaft hat er geschrieben: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Raus aus dem alten Trott, neue Ideen, aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten, das schenkt Gottes Geist. Darauf soll sich auch der junge Timotheus verlassen. Und darauf können wir bis heute vertrauen. Gottes Geist ist nicht der Geist der Furcht und der Verzagtheit, sondern er bringt in Bewegung. So wie mein kleiner Neffe damals, der sich aufgerafft und bewegt hat, der die Angst genommen hat und sie aus dem Fenster warf, in Gottes starke Arme. Das Zweite, was uns hier mit auf den Weg gegeben ist: Gottes Geist befeuert die Liebe. Und er hilft uns, lieben zu können. Denn wer liebt, stellt nicht sich und seine Ängste, sondern den anderen, den Nächsten in den Mittelpunkt. Wer liebt, der will, dass es auch dem anderen gut geht. Und Jesus erinnert uns, dass wir dabei nicht nur an die Familienangehörigen und Freunde denken, sondern auch an die Fremden, ja sogar an die, die wir als Feinde fürchten. Auch denen soll es gut gehen. Dann hört nämlich die Feindschaft und das Fremdsein auf. Wenn wir versuchen zu verstehen, was der andere sagt.
warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Wenn wir verstehen, was der andere will und vielleicht auch Verständnis aufbringen. Denn wer liebt, der schreit den anderen nicht nieder, sondern hört zu. Wohlgemerkt, das heißt nicht, dass wir mit allem einverstanden sein müssten. Aber wenn man den anderen verstanden hat und Verständnis hat für sein Handeln, dann können wir ganz neu miteinander reden. Dann können wir das eigene Denken, die eigenen Überzeugungen nebeneinander stellen, gleichberechtigt. Und um Verständnis werben für das, was ich möchte und was ich für richtig und gut halte. Und dann können wir ganz neu gemeinsam nach Lösungen suchen. Dieser Weg der Liebe, der ist nicht einfach. Und da müssen wir zu Kompromissen bereit sein. Und das tut auch manchmal weh. Manchmal müssen wir auch leiden für das, was wir denken und glauben. Darauf bereitet Paulus den jungen Timotheus vor. Aber ich glaube, wir können es schaffen, wenn die Liebe uns antreibt und nicht der Hass und nicht die Angst. Und dass wir das schaffen, das schenkt uns Gottes Geist. Kraft, Dynamis, Liebe. Und das Dritte, was der Geist Gottes schenkt, das ist die Besonnenheit. Ich finde es schön, dass das Wort Sonne in diesem Wort Besonnenheit steckt. Denn wo einer besonnen handelt, da kann sich der finstere Hass nicht ausbreiten. Wo einer besonnen redet, da wird es hell. Da können wir sehen, was eigentlich los ist. Da sieht man, was wahr ist und was Lüge. Besonnenheit macht den Kopf klar. Wo andere einen umnebeln wollen mit Panik und Furcht und sagen, früher, da war bestimmt alles besser, da hilft Gottes Geist zur Besonnenheit. Da können wir klar sehen, was los ist, was vielleicht heute besser geworden ist und früher auch schon schlimm war. Wo andere und auch ich selbst nur noch hätte, wäre, wenn kennen. Und wenn wir uns in Ängstlichkeiten und Befürchtungen verlieren, dann macht diese Besonnenheit einen klaren Kopf. Ja, sie schaltet auch unseren Verstand ein und sagt, Angst ist noch immer eine schlechte Ratgeberin gewesen. Mach die Augen auf und nutze deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, auch wenn du damit nicht die Welt retten wirst. Das musst du nämlich auch gar nicht. Das anzuerkennen und daraus Mut zu schöpfen, dazu hilft Gottes Geist. Da werden wir nicht panisch werden und auch nicht hyperaktiv, sondern besonnen abwägen. Was kann ich tun? Was können vielleicht andere tun? Mit wem sollte ich reden? Und ich muss ja nicht alles allein machen. Auch das zeigt Gottes Geist. Und ich erinnere mich an die Israeliten damals im alten Ägypten. Die Geschichte, die wir eben besungen haben im Miriam-Lied. Fast alle hatten sich den hasserfüllten Zwangsmaßnahmen des Pharao gebeugt, hatten es hingenommen, dieses versklavte Leben, auch voller Angst vor den Konsequenzen. Nur ein paar wenige blieben besonnen und hatten rettende Ideen, die uns bis heute erzählt werden. Eine Mutter hat ihren neugeborenen Jungen in ein Körbchen aus Wasser gesetzt, damit er nicht getötet wurde, wie es vorgeschrieben war. Klar war das ein Akt der Verzweiflung, aber immerhin, sie wurde aktiv. Und sie hatte Erfolg. Eine ägyptische Frau hatte das Kind aus dem Wasser gezogen und es Mose genannt. Und wir kennen ihn bis heute. Und 2 kluge, gewitzte Hebammen damals haben sich dem Befehl des Pharao widersetzt. Sie haben die Jungen, die geboren wurden, bei der Geburt am Leben gelassen.
gegen die ausdrückliche Anweisung des Pharao und haben auch noch mit einer schlauen Ausrede ihr eigenes Leben geschützt. Lauter Menschen, die nicht gedacht haben, da kann man ja doch nichts machen, das hat keinen Sinn. Menschen, die Ideen hatten, die Werte hatten und Hoffnung. Und für das Volk, das damals im Finstern wandelte, ging ein Licht auf. Solche Besonnenheit, meine ich, würde auch uns heute gut tun. Ideen und Hoffnung und Optimismus statt Pessimismus und den Kopf in den Sand stecken für die Zukunft. Ein fleißiger Mensch hat einmal versucht zu zählen, wie oft in der Bibel das schlichte Mutmachwort "Fürchte dich nicht" auftaucht. Und er ist auf 365 Mal gekommen. Ich gestehe, ich habe das nicht nachgeprüft. Ich glaube ihm das jetzt einfach. Und ich finde, es ist ein wunderbarer Gedanke. Fürchte dich nicht 365 Mal, sozusagen für jeden Tag des Jahres ein Fürchte dich nicht. Und der Geist Gottes, der hilft uns dabei, dieses Fürchte dich nicht ernst zu nehmen. Er bringt in Bewegung und schenkt neue Ideen und Hoffnungen. Mit Gottes Geist können wir tapfere Schritte in die Zukunft wagen, so wie die mutigen Hebammen und die Mutter des Mose damals, so wie der junge Timotheus, so wie mein kleiner Neffe vor vielen Jahren und wir heute, alle miteinander gemeinsam. Und wahrscheinlich sollten wir öfter bitten, komm, Heiliger Geist, denn so, glaube ich, können wir unser Leben bestehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Beten für andere, für unsere Welt und sie Gott ans Herz legen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben als Christinnen und Christen. Das macht Mut. Und das schenkt die Zuversicht, die es braucht. Beten, Fürbitte halten, ein Ort tiefster Passivität und Quelle unseres Handelns in dieser Welt und füreinander. So lasst uns beten. Gott, komm uns entgegen, wenn wir dich suchen. Wenn wir Angst bekommen vor der Unberechenbarkeit und Komplexität unserer Zeit. Wenn wir nicht mehr wissen, was uns dienlich und was uns hinderlich ist in unserem Menschsein. Wenn die Zerstörung der Umwelt uns panisch macht
weil wir nicht sehen, was wir ausrichten können. Dann mach du uns Mut, Gott, und erbarme dich, unser. Gott, sieh ab von dem, was uns trennt, von uns selbst, untereinander, von dir. Sieh uns an, wenn wir keine Wege finden, uns mit uns selbst zu versöhnen. Wenn wir mehr zweifeln als lieben. Wenn wir verkennen, wer wir sind und wozu du uns geschaffen hast. Dann mach du uns Mut, Gott, und erbarme dich. Gott, hilf uns dabei, dass wir nicht wegsehen. Mach, dass wir sehen, wer krank ist, einsam und verzweifelt. Hilf uns dabei, die nicht aus den Augen zu verlieren, die den Mut verloren haben, die nur noch die Angst kennen und die Traurigkeit und den Schmerz. Hilf du uns dabei, dass wir einander beistehen und dass wir miteinander immer neu ins Leben finden. Dazu mach uns Mut, Gott, und schenk uns dein Erbarmen. Und alles, was uns sonst auf dem Herzen liegt, das legen wir in die Worte, die Jesus Christus selbst uns geschenkt hat, und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was uns Mut machen kann und will. Leben lernen aus der Haltung des Empfangens. Mit offenen Händen und sehnsuchtsvollem Herzen darum bitten und darauf vertrauen, dass er uns segnet in allem, was wir sind und was wir tun. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.